Ich habe, wenn man es so nennen will, das Glück, nicht von sonderlich vielen Leuten umgeben zu sein, die sich für Xenoblade Chronicles interessieren, sodass ich mir nämlich eigentlich keine Sorgen machen muss, was Spoiler zum dritten Teil angeht. Da ich aber erst ein paar Tage nach Release dazu kam, tatsächlich selbst mit dem Spiel anzufangen, hatte ich zumindest schon ein paar grundlegende Meinungen zum Anfang aufgeschnappt, wobei es vor allem eine ganz bestimmte Szene gibt, über die ich im Voraus nicht nur von einer Person Positives gehört habe, sondern gleich von dreien. Und das muss natürlich was heißen. Schließlich steckt das Spiel voll von großartig inszenierten Cutscenes, seien es ruhige, emotionale Momente oder aufwendig choreografierte Kämpfe. Was kann also diese Szene sein, die gleich drei Leute in meinem Umfeld, unabhängig voneinander, positiv hervorheben wollten? Es ist die Badeszene. Nachdem Xenoblade 2 mit seiner wesentlich deutlicheren Orientierung an Anime-Tropes und den oftmals entsprechend fragwürdigen Character-Designs viele Fans des ersten Teils nicht mehr ganz so sehr abholen konnte, war die Reaktion umso positiver, als Xenoblade 3 direkt bei seiner Ankündigung wieder einen deutlich erwachseneren Eindruck gemacht hat. Wahrscheinlich sogar erwachsener als der erste Teil es je war. Die Farbpalette ist deutlich weniger bunt, ein herrschender Krieg wurde erneut in den Vordergrund der Handlung gerückt und tatsächlich tragen die Charaktere sogar alle richtige Kleidung. Dementsprechend ergibt sich natürlich, dass diese Atmosphäre sich auch auf eine Badeszene übertragen sollte. Aber ist das wirklich so beeindruckend? Ja, cool, sie haben die Badeszene nicht mit dem üblichen Fanservice oder den immer und immer unlustiger werdenden Gags gefüllt. Und jetzt? Wofür wird die Szene dann genutzt? Warum wird sie von so vielen Leuten lobend hervorgehoben? Werfen wir ganz kurz einen Blick auf ähnliche Szenen aus anderen Genrevertretern, falls ihr gar nicht versteht, wovon ich rede. An sich gibt es nur zwei Witze, die immer und immer wieder in verschiedenen Variationen auftreten. Besonders schön zusammengefasst werden die in Persona 3 bis 5. In Persona 3 sind die Jungs aus Versehen zur falschen Zeit im Bad, sodass die Mädchen reinplatzen und die Jungs daraufhin auseinandernehmen, weil sie halt blöde Spanner sind. In Persona 5 kommt tatsächlich keine richtige Szene dieser Art vor, dafür dann aber wieder in Persona 5 Strikers. Hier haben wir die andere Art von Gag. Wir hören die Mädchen dabei, wie sie sich hinter einer Wand über die Größe ihrer Brüste streiten, was man halt so macht. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Kann jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, aber kommt mir sehr realistisch vor. Persona 4 hat aber immer noch die Krone auf und einfach beides untergebracht. Erst gehen die Mädchen in die Hot Spring und unterhalten sich über ihre Brüste, dann platzen die Jungs erst rein und werden zusammengeschrien. Comedy einfach fucking durchgespielt. Das gilt jetzt aber auch nicht nur für Spiele mit einer einzelnen Szene dieser Art. Die späteren Trails-Spiele, vor allem Trails of Cold Steel 3 und 4, haben jeweils einen Haufen davon gleich. 10 oder 20, ich weiß es gar nicht, viele jedenfalls. Davon gehen zwar nicht alle die gerade beschriebene Comedy-Routine durch, ich meine, wäre ab einem gewissen Punkt auch etwas lächerlich, aber ganz ohne geht es dann halt doch nicht. Bei den restlichen Szenen, in denen einfach ganz normale Gespräche geführt werden, stellt sich dann allerdings schon wieder eine ganz andere Frage. Warum sind es überhaupt Badeszenen? Warum wurden sie nicht einfach in anderen Situationen geführt? Ich glaube, diese Frage lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee. Xenoblade Chronicles 3 beginnt mitten in einer Schlacht. Von der Inszenierung her also eigentlich recht ähnlich zum ersten Teil, bloß ist es diesmal kein Rückblick, sondern einer der vielen dauerhaft stattfindenden Kämpfe. Die Charaktere dieser Welt werden als reines Kanonenfutter geboren, künstlich herangezüchtet mit einer Lebenserwartung von genau 10 Jahren. Wenn sie denn überhaupt so lange durchhalten. Das gilt für beide Seiten, Agnes und Kevez, die sich beide unentwegt bekriegen, für keinen weiteren Grund als, dass sie das halt müssen. Dass das Spiel also direkt mit dieser Schlacht anfängt, zeigt uns, dass das gar nichts Besonderes ist, wofür wir erstmal entsprechenden Build-up bräuchten. Es ist etwas ganz Alltägliches, was jederzeit ohne Vorwarnung passieren kann. Und so entscheidet sich unsere Party direkt im Anschluss daran, etwas weiteres zu tun, was Teil ihres ganz normalen Alltags ist. Nämlich ein Bad zu nehmen. Ihr habt das richtig verstanden. Statt eine Szene zu sein, die irgendwo in den Tiefen des Spiels auftaucht, als besonderes Highlight, da sie gerade halt zufällig bei einer heißen Quelle vorbeigekommen sind oder sowas, ist es hier das allererste, was nach den grundlegendsten Tutorial-Kämpfen folgt. Es ist nichts Besonderes, das machen sie jeden Tag.
Und deswegen reden sie auch über ganz normale Themen, die sie auch davor oder danach besprechen hätten können, erwähnen gar nicht, dass sie gerade baden. Man könnte jetzt natürlich denken, dass diese Szene somit auch hier überflüssig ist, dass man die relevanten Informationen auch anderweitig vermitteln hätte können. Und das würde vielleicht stimmen, wenn das, was visuell erzählt wird, wenn das, was nicht gesagt wird, ganz explizit nicht gesagt wird, nicht das Wichtigste an dieser Szene wäre. Ohne es auch nur zu erwähnen, sind wir plötzlich in einem Bad, in das die Jungs gar nicht aus Versehen reinplatzen können, weil sie sowieso schon da sind. Alle baden gemeinsam, unabhängig vom Geschlecht. Und das sogar ohne sich hinter Handtüchern zu verstecken. Alle sind nackt und keiner erwähnt es, keiner reagiert darauf. Mann und Frau stehen sich nackt gegenüber und niemand versucht, sich beschämt zu verdecken. Und das ergibt Sinn, nicht nur, weil man in einer konstanten Kriegssituation kaum wählerisch sein kann und bla bla bla, nein. Die Charaktere sind auch einfach alle künstlich herangezüchtet, leben eh nur 10 Jahre und können sich gar nicht fortpflanzen. Sie haben gar kein Bild davon, was Sexualität ist, was Liebe ist, was Familie ist. Ihre Körper haben keine Bedeutung für sie. Dass einige davon männliche und andere davon weibliche Eigenschaften haben, macht keinen Unterschied. Ausgerechnet eine Badeszene dafür zu nutzen, ist vor allem so effektiv, weil es sie in so vielen JRPGs gibt und sie den immer gleichen Schema folgen. Diese Szene zeigt zwar auch für sich stehend ziemlich deutlich, dass die Charaktere nicht an den Körpern der jeweils anderen interessiert sind, aber erst in Relation zu anderen Szenen dieser Art, erst dadurch, dass Spieler in dem Moment, in dem sie "Wir gehen jetzt baden" gehört haben, direkt gewisse Erwartungen an die folgende Szene hatten, erzielt diese Szene ihre vollkommene Wirkung. Ich habe bisher erst rund 30 Stunden Spielzeit und bin damit gerade so in Kapitel 4 angekommen. Ich kann also noch nicht vollends sagen, welche Relevanz die in dieser Szene etablierten Gegebenheiten der Welt auf den restlichen Plot haben werden. Ich kann aber zumindest schon mal vorwegnehmen, dass es nicht sehr lange dauert, bis die Charaktere beginnen, die Art und Weise, wie sie über sich und die Welt denken, zu hinterfragen. Und damit, als hätten sie vom Baum der Erkenntnis gegessen, auch anfangen, sich über ihre Körper und deren Geschlechtlichkeit im Klaren zu werden. Bevor das hier nach zu einseitigem Lob klingt, muss ich aber noch einwerfen, dass ich es basierend auf diesem Setup schon etwas schade finde, dass sich dann doch sehr schnell eine Sammlung von männlich-weiblichen Zweiergruppen gebildet hat, obwohl es dafür wirklich keinen Grund gab, aber naja, es wird zumindest angesprochen. Wäre trotzdem eine tolle Gelegenheit gewesen, um damit zu brechen, da es sowieso keinen Grund gibt, dass Männer und Frauen irgendwie zusammenkommen, wenn sie sich nicht fortpflanzen können. Aber naja, ist nur ein Nitpick. Vielleicht stellt sich das auch noch als Blödsinn heraus. I don't know. Ich werde wohl einfach erstmal weiterspielen müssen, um das im besten Fall herauszufinden. Wenn euch dieses Video ansatzweise gefallen hat und ihr auch an meiner Meinung zum, ganzen Spiel interessiert wärt, sagt gerne in den Kommentaren Bescheid, dann werde ich auf jeden Fall versuchen, eins zu machen, sobald ich soweit bin. Ansonsten dann noch vielen Dank fürs Zusehen und an meine Supporter, die übrigens auch gerade ein ungeskriptetes Video bekommen haben, in dem ich rund 25 Minuten über Xenoblade 1 und 2 rede, falls euch das irgendwie interessieren sollte und so. Okay, Werbung Ende, tut mir leid. Ciao.